Hi, ich bin David und das ist Let's Make a Game, ein Projekt, bei dem ich euch herzlich einlade, mit mir ein Kartenspiel zu bauen. Meine heutige Inspiration dafür ist Hollow Knight Silksong. Wir warten und warten. Seit Dezember 2014 war den Beteiligten des Kickstarters von Hollow Knight schon klar, es wird eine Fortsetzung geben und wir warten trotzdem noch. Mit der E3 2019 kam dann endlich der erste Trailer, doch auf ein Veröffentlichungsdatum warten wir immer noch vergebens. Um die Wartezeit also etwas zu verkürzen und den Hype erneut aufleben zu lassen, gibt's jetzt eine Zusammenfassung dessen, was uns erwarten wird und vor allem ein tieferer Einblick in das Crest- und Toolsystem. Los geht's! Wir finden Hornet in den Tiefen eines unvertrauten Landes vor, dem angeblich verfluchten Königreich, gesteuert durch Lieder der Seide, dem Königreich Falum. Sich aus den Fängen ihrer Entführer windend, findet sich Hornet vor 150 nie gesehenen Gegnern wieder. Awardträger Christopher Larkin, Musikkomponist vom ersten Teil, hat auch in Silksong wieder seine Feder geschwungen. Im Vergleich zu dem Knight aus dem ersten Teil kommt uns Hornet nicht so, ich sage mal steif vor, sondern sehr tänzerisch, fast schon verspielt und trotzdem tödlich. Dies wird vor allem durch die Crests zu einem wahren Augenschmaus, da sich hier stetig neue Bewegungen und Fähigkeiten freischalten, die das Spielerlebnis nicht langweilig werden lassen. Aber was sind Crests eigentlich? Crests sind mögliche Varianten, um präferierte Tools zu nutzen. Ergo ist der Wanderer Crest aktiv, so habe ich nur jeweils ein offensives, defensives und ein passives Tool, was ich im Kampf nutzen kann. Schalte ich um auf das Reaper Crest, so stehen uns zwei offensive, ein defensives und ein passives Tool sowie anscheinend zwei frei wählbare Tools zur Verfügung. Außerdem hat jedes Crest einen individuellen Special Skill, welcher scheinbar auch frei gespielt werden muss, was diese Lücke hier vorerst erklärt. Diese Special Skills erinnern stark an die Nail Arts aus dem ersten Hollow Knight, mit denen man den Gegner in Schach halten kann. Zusätzlich bemerkt man pro Crest eine etwas unterschiedlichere Art und Weise des Kämpfens. Man achte hier auf die Drehungen von Hornet bei dem Wanderer Crest und im Vergleich zum Reaper Crest. Dieser sowie der Krallen Crest haben einen sehr trägen offensiven Charakter, wohingegen wir beim Hafen Crest generell sehr flüssige und schnellere Bewegungen erleben. Zum Hafen Crest fällt vor allem auf, dass es möglicherweise Abstufungen gibt. Genaueres bleibt abzuwarten. Fest steht, dass man je nach eigenen Vorlieben seine Crests individualisieren kann, wodurch zwar immer dieselben Tools, aber immer unter anderen Bedingungen und Gegebenheiten diese auch eingesetzt werden können. Dies ermöglicht ein unfassbar einzigartiges Character Building, auf das ich mich persönlich schon sehr freue. Das letzte Mal, dass ich Gegenstände selbst individualisieren konnte, war bei Final Fantasy X. Sobald sich Rico der Gruppe anschließt, verfügt man über die Fähigkeit Umbau. Durch sie ist es möglich, Waffen und Rüstungen beliebig mit Fähigkeiten auszustatten, sobald man die benötigten Items dafür hergibt. Hat man also in gewissen Spielabschnitten Schwierigkeiten, kann man sich Immunitäten für Attacken des Gegners verschaffen oder sehr effektiven Schaden gegen diese bewirken. Ähnlich wie bei Hollow Knight können wir uns also offensive, defensive wie auch passive Spielmechaniken zunutze machen, um uns Kämpfe leichter zu gestalten. Was mir bei Silksong nur noch fehlt, was aber vielleicht einfach nur noch nicht geteased wurde, sind Tools, die zum Beispiel ab einem gewissen Schadenswert spontan ausgelöst werden oder sobald man angegriffen wird, wie bei dem ersten Hollow Knight. Hierzu möchte ich Duel Masters Shield Trigger hinzuziehen. Hier kann man besonders starke Fähigkeiten für Nullkosten auslösen, welche bei einem direkten Angriff auf den Spieler ausgeübt werden. Wir können nun Kreaturen des Gegners angriffsunfähig machen, sie für den Gegenspieler unerreichbar machen oder gänzlich aus dem Spiel entfernen. Wir können auch unser eigenes Spielfeld stärken und machen uns für weitere Angriffe resistenter. Kombinieren wir nun alles Gesagte, also die Möglichkeit selbst darüber zu entscheiden, welche und wie viele Tools wir nutzen, ob sie offensiver, defensiver oder passiver Natur sind und können sie vor allem dann abrufen, wenn dem Charakter Schaden widerfährt, dann kommen wir damit zu der heutigen Spielmechanik, den Aura-Bestien. Kehren wir dafür in das letzte Video zurück, wo der Spieler-Avatar Schaden genommen hat. In dem Moment, wo er von 30 verfügbaren BP auf 25, 20, 15, 10 oder 5 Lebenspunkte fällt, zieht man eine Karte von seinem Deck. Nun wählt man eine Karte auf seine Hand, die verdeckt in die nicht begehbare Aura-Zone vor dem geschädigten Spieler gelegt wird. Das symbolisiert, wie nah man dran ist, den Gegner besiegt zu haben oder eben selbst besiegt zu werden. Legt man allerdings eine Aura-Bestie in der Aura-Zone ab, kommen wir nun zu dem Clou.
Wie beim Poker, wo man seine Karten stetig mit dem vorliegenden Board vergleicht und auf den richtigen Moment wartet, kann man nun diese verdeckte Karte jederzeit aufdecken und den Effekt der Karte auslösen. Diese können dann entweder einen einmaligen Effekt haben, wonach die Karte dann umgedreht wird, um aufzuzeigen, dass ihr Effekt eingesetzt wurde, oder sie aktiviert einen kontinuierlichen Effekt, der sich auf das fortlaufende Spiel auswirkt. Entweder sind diese Effekte allumfassend, beschränken sich nur auf die Spalte, wirken diagonal oder jeweils nur auf die erste Karte, auf die der Effekt in dieser Spalte trifft. Blockiert keine benachbarte Karte die aufgedeckte Aura-Bestie, so kann sie sich sicherlich auch in der Aurazone bewegen und dann ihren Effekt wirken, um die vielleicht etwas günstigere Spalte für den Effekt nutzen zu können. Ist die verdeckte Karte keine Aura-Bestie, dann kann sie auch nicht mehr genutzt werden. Natürlich gibt es da auch Effekte, die irgendwie zu nutzen, aber das erzähle ich euch dann in einem anderen Video von der Reihe Let's Make a Game. Hey, hast du noch etwas, was zu der heutigen Thematik passt oder Verbesserungsvorschläge? Dann kannst du gerne in die Kommentare unten schreiben. Ich freue mich schon, diese zu lesen. Falls du noch mehr zu Streamers Ace sehen möchtest, dann kannst du hier mehr zu den Basics erfahren. Weißt du schon, was es mit den Patronen und ihren wichtigen Funktionen im Spiel auf sich hat? Falls nicht, kannst du gerne in diesem Video nochmal genaueres erfahren. Und willst du noch mehr zu der Brettspielkomponente und dem Drafting des Decks erfahren? Dann bist du hier goldrichtig. Natürlich kannst du auch die ganze Playlist schauen. Diese umfasst schon 6 Videos. Und falls du noch nicht abonniert hast oder das Video nicht geliked hast, kannst du das gerne jetzt noch tun und damit mich und den Kanal unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ich bin David und das ist Streamers Ace Project.